Euro gibt es ja erst seit 25 Jahren und laut Statistischem Bundesamt hat der Euro jetzt schon 42,3% Kaufkraft verloren. Und deswegen sehen wir Allzeithoch bei Gold, Allzeithoch bei Bitcoin, Allzeithoch bei den Immobilien, Allzeithoch bei den Aktienmärkten. Das heißt aber, diejenigen, die das Geld auf dem Konto lassen, werden enteignet. Bitcoin ist eine Friedenstechnologie und das demokratischste Geld, was die Menschheit jemals geschaffen hat. Und wenn der Mensch sich entscheidet für das wertvollste Geld, dann wird er irgendwann zu Bitcoin kommen und wird sagen, in diesem Geld möchte ich sparen und möchte ich vielleicht dann auch irgendwann ausgeben oder verwenden. Er gilt als einer der renommiertesten Speaker im Bereich Wirtschaft und Finanzen. Er ist sechsfacher Spiegel-Bestseller-Autor und Finanzexperte seit vielen Jahren. Marc Friedrich. Heute konnte ich ihn als Gast für uns gewinnen und mit ihm über die Weltwirtschaft und Bitcoin sprechen. Ich wollte wissen, ob unser Geld stirbt, was uns jetzt vielleicht erwartet und inwiefern Bitcoin Teil von etwas ganz Großem ist. All das und noch viel mehr, darüber sprechen wir jetzt. Ich wünsche dir viel Spaß. Wenn du mich und den Kanal noch nicht kennst, dann klick jetzt noch schnell auf den Abo-Button, um in Zukunft mit dabei zu sein. Hey, wusstest du, dass viele Plattformen beim Kauf von Kryptowährungen unnötig hohe Gebühren verlangen? Genau hier setzt Bitvavo an. Bitvavo ermöglicht dir, Kryptowährungen zu handeln und das zu einigen der niedrigsten Gebühren auf dem Markt. Keine versteckten Kosten, fair und transparent. Die Plattform ist zudem reguliert und benutzerfreundlich, perfekt für den Einsteiger. Über den Link in der Beschreibung unten kannst du dich ganz leicht anmelden und nach deiner Verifizierung wartet sogar ein 10 Euro Startguthaben auf dich. Ein echtes Plus für den Einstieg. Hallo ihr Lieben! Schön, dass ich euch heute jemanden vorstellen darf, den vielleicht schon alle irgendwoher kennt. Hi Marc, erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne und danke für die Einladung. Ja, Marc, wir haben gerade so ein bisschen schon vorgesprochen. Es sind gerade unglaublich spannende Umsturzzeiten, viele Umbrüche gerade, die parallel stattfinden. Du hast passend dazu ein Buch rausgebracht, die größte Revolution aller Zeiten. Das ist sie jetzt wahrscheinlich, oder? Ja, tatsächlich. Ich habe darin auch die Zyklen besprochen, die gerade uns entgegenkommen und großer Umbruch, Zeitenwende, Paradigmenwechsel. Und da passen natürlich solche ja, Disruptors wie Donald Trump oder das Ende der Ampelregierung perfekt rein. Und es wird uns auch erstmal so weiterhin treu bleiben. Wir werden noch viele Verwerfungen erleben diesbezüglich und dahingehend sollte man sich darauf natürlich mental als auch monetär vorbereiten. Wenn wir jetzt von dieser Revolution sprechen, ist es ja mehr auch auf das Geldsystem Ja. ausgelegt. Gar nicht so sehr nur politisch, das spielt ja auch alles ein bisschen eine Rolle. Jetzt ist es so, wenn man sich das Buch anguckt, beschreibst du, wir sind momentan Status quo, nicht nur in diesem Umbruch, sondern wir sind in dieser Allesblase. Also zu viele Blasen auf einmal, unser Geld stirbt. Vielleicht für alle nochmal, kannst du das uns einfach mal ein bisschen erklären? Ich würde nebenbei ein kleines Bild einblenden, um Ja, es ein bisschen gerne. deutlicher zu machen. Ja, wir haben ja seit 1971 ein ungedecktes Schuldgeldsystem. Und dieses Schuldgeldsystem, wie es der Name schon sagt, kann nur leben durch immer neue Schulden. Das heißt, wenn Geld kreiert wird, müssen Schulden irgendwo gemacht werden. Und diese Schuldenblase ist jetzt halt gigantisch groß geworden in den letzten Jahrzehnten und auch nicht mehr tragbar. Vor allem dahingehend nicht tragbar, weil natürlich diese hohen Schulden keine hohen Zinsen vertragen. Deswegen sehen wir ja, dass die Notenbanken weltweit, obwohl die Inflation noch gar nicht wirklich bekämpft ist, die Zinsen wieder senken und die Geldschleusen wieder öffnen, was natürlich zu einer zweiten Inflationswelle führen wird und damit das ganze Problem weiter verstärken wird. Und wir sehen einfach eine Akkumulation von Krisen durch die Kollateralschäden unseres Geldsystems, weil nur in einem ja, ungedeckten Papiergeldsystem sind natürlich solche Sachen möglich, wie lange Kriege zu finanzieren oder natürlich auch Produkte von A nach B zu karren. Also Krabben aus der Ostsee fahren wir nach Portugal, dort werden sie gepoolt, kommen zurück nach Tschechien, werden in Plastik und kommen dann in den Supermarkt nach Landshut. Oder genauso die Plastikprodukte, die jede Woche bei Aldi, Lidl, die Wegwerfprodukte oder H&M-Produkte, die da auf dem Tisch liegen oder in den Garderoben hängen. Und dahingehend ist es nur alles mit einem Fiat-Geldsystem möglich. Genauso natürlich auch, dass wir jetzt uns eigentlich Geld aus der Zukunft leihen, das wir jetzt eigentlich gar nicht mehr zurückzahlen können und damit eigentlich Ressourcen mehr verschwenden, als wir eigentlich könnten in einem fixen Geldsystem. Und eigentlich müssten da die Klimaideologen sich nicht auf der Straße festkleben, sondern eigentlich bei der EZB jeden Tag, weil die sind dafür verantwortlich, dass wir halt diese Ressourcenverschwendung haben, weil wir natürlich viel mehr Ressourcen verschwenden im Fiat-Geldsystem, als wir eigentlich benötigen. Also dahingehend, du siehst schon, es ist eine Akkumulation von Krisen, die uns jetzt leider alle auf die Füße fallen. Am Anfang von dem Fiat-Geldsystem funktioniert das alles einwandfrei, aber durch den Cantillon-Effekt wird halt die
Umverteilung immer einseitiger und natürlich uns wird halt die Kaufkraft genommen, wie wir auch gerade gesehen haben, dass der US-Dollar seit Einführung über 90% an Kaufkraft verloren hat, ebenso auch der Euro. Also ich habe es im Buch auch dargestellt, der Euro gibt es ja erst seit 25 Jahren und laut Statistischem Bundesamt hat der Euro jetzt schon 42,3% Kaufkraft verloren. Aber wenn du halt einen Gegenwert dagegen nimmst, auf den wir uns alle einigen können, zum Beispiel eine Immobilie oder Gold, lass uns Gold nehmen. Gold ist seit 5000 Jahren Geld und jede Notenbank hat bis heute, obwohl wir kein Goldsystem oder Goldstandard mehr haben, Gold im Portfolio, im Safe. Die Notenbanken kaufen gerade so viel Gold wie noch nie zuvor. Und Gold hat praktisch dieses Geldsystem outperformed und der Euro hat gegenüber dem Gold 96-97% Kaufkraft verloren in den letzten 25 Jahren und gegenüber Bitcoin, dem digitalen Gold, natürlich 99,99%. Und genau das ist das Problem unseres jetzigen Geldsystems. Deswegen haben wir diese Allesglase, weil die Notenbanken auf der einen Seite die Liquidität uns zur Verfügung stellen, die Zinsen senken, aber dann gleich wiederum Feuerwehr spielen und den Brand löschen. Man macht den Bock zum Gärtner. Und diese Liquidität, die geht halt in Investment, die sucht Anlagemöglichkeiten. Deswegen sehen wir Allzeithoch bei Gold, Allzeithoch bei Bitcoin, Allzeithoch bei den Immobilien, Allzeithoch bei den Aktienmärkten. Das heißt aber, diejenigen, die das Geld auf dem Konto lassen, werden enteignet. Und ein letztes Beispiel, dann höre ich mit meinem Brand auf und meinem Monolog, ist nämlich das, weil die meisten ja denken, oh geil, meine Immobilie in München hat sich verdoppelt und verdreifacht. Ja, Pustekuchen hat sie gar nicht. Den Zahn möchte ich dir ziehen, weil das Einzige, was passiert, ist tatsächlich, du musst für die gleiche schäbige Immobilie jetzt einfach zweimal mehr Geld hinlegen. Das heißt, du musst doppelt so lange arbeiten, um so viel Geld zu verdienen, weil die Immobilie ist nicht größer geworden, der Garten ist nicht größer geworden. Du musst lediglich immer mehr Papiergeld hinlegen. Warum? Weil die Kaufkraft des Euros sich halbiert hat. Und so wird ein Schuh draus. Ne? Und nochmal, du, wir alle, wir investieren das wertvollste Rarste, was wir eigentlich besitzen, nämlich unsere Lebenszeit, um Geld zu verdienen. Und wenn diese gespeicherte Lebenszeit in Geld uns dann genommen wird durch Steuergeldverschwendung oder durch Inflation, dann muss man sich wehren. Dann braucht man Zwischenspeicher, um seine Kaufkraft, seine Lebenszeit zu konservieren, um die Kaufkraft in die Zukunft zu übertragen. Und so wird aus dem Ganzen dann eigentlich so eine logische Geschichte. Ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt, aber du siehst schon, da brenne ich dafür, weil ich denke, wow, du willst es doch sehen. Ja, ich hab mich nur gefragt, so, wenn man das alles doch irgendwie so weiß, wollen wir unser aktuelles Geldsystem gar nicht mehr retten? Also die Frage ist auch für mich, gibt es überhaupt Alternativen? Können wir das gar nicht mehr retten? Also wie stehst du dazu? Ich meine, es gibt jetzt so, vielleicht kurzer Background, man hat dich irgendwie auch mal so als der Crash-Prophet bezeichnet, weil wenn man sich so die Bücher anguckt, du hattest erst der größte Crash aller Zeiten, dann die größte Chance daraufhin, na? Crash, Chance, jetzt die größte Revolution. Ich habe das mir durchgelesen. Ich fand es richtig geil, Marc, weil ich habe mir gedacht, so, das ist so These, Antithese, Synthese. Also ist das jetzt so der neue Weg? Aber warum sieht ihn keiner? Ja gut, erstens, weil natürlich man selten aus der Matrix ausbrechen kann. Man ist halt gerne in dem Surrounding, in dem man sich wohlfühlt, in seiner Wohlfühlblase und keiner hat den Mut, irgendwie außerhalb seines Tellerrands zu schauen, was da noch so geht, weil es unbequem ist, weil es anstrengend ist. Ne? Das kennt jeder von sich selber. Und der Mensch ist erst bereit, seine Komfortzone zu verlassen, wenn er dazu gezwungen wird. Also wenn die Katharsis kommt, wenn der Schmerz groß genug wird. Deswegen hieß ja auch mein zweites Buch, Der Crash ist die Lösung. Also der Mensch lernt durch Scheitern. Schau deine eigene Biografie zum Beispiel. Wann hattest du die größten Lerneffekte? Ne? Wahrscheinlich während deinem Medizinstudium, als du dann irgendwie kurz am Verkacken warst von irgendwelchen Arbeiten oder Doktorarbeit und so weiter und dann gemerkt hast, okay, jetzt muss ich was machen, ansonsten wird es nichts mit dem Doktortitel oder mit meinem Medizinstudium oder mit meiner Karriere. Und so ist es auch bei kleinen Kindern. Ich meine, der Mensch ist ein Stehaufmännchen. Überleg mal, wie oft ein kleines Kind, bis es laufen zu lernt, ja, auf dem Popo fällt und dann immer wieder trotzdem weitermacht, ja. Und das ist ja das Unglaubliche an der menschlichen Natur, das ist ja auch die Genialität, dass es immer wieder aufsteht und weitermacht, sich abschüttelt und weitermacht. Und aus dem Grund müssen wir aber halt auch leider Fehler neu erlernen. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Voltaire, der gesagt hat, nicht die Geschichte wiederholt sich, sondern der Mensch tut es. Das ist auch der Generationszyklus, das Forced Learning, das ich im Buch beschrieben habe, dass es immer gleich endet. Wir sehen den Aufstieg von Nationen, von Imperien und den Niedergang. Und das Gleiche siehst du ja auch bei dir selber. Du kommst jung auf die Welt und du hoffentlich stirbst alt. Oder in der Natur. Im Frühling blüht oder explodiert die Natur und im Herbst stirbt sie ab. Es ist immer ein Auf- und ein Abstieg. Auf- und Abstieg. Und jetzt sehen wir zum Beispiel den Auf- und Abstieg, auch in Deutschland. Den Abstieg natürlich, den wirtschaftlichen. Hatten wir 70 Jahre lang einen
unglaublichen Aufstieg hingelegt haben. Und das Gleiche auch beim Geldsystem. Das Fiat-Geldsystem ist am Anfang für alle toll und es funktioniert richtig gut. Dann kommt eine Sättigung und dann kommt der Abstieg und der Abgang und dann muss ein neues System kommen. Und jetzt stirbt das Geld? Das Geld stirbt jetzt und wann ist es tot und wie geht's weiter? Also es kommt darauf an, was du mit Tod definierst. Also der Euro liegt schon seit Jahren auf der Intensivstation und wurde künstlich beatmet und mit Billionen an Steuergeldern und neuen Schulden eigentlich nur künstlich am Leben erhalten. Und die Kaufkraftverluste gegenüber Gold, Bitcoin über 90%, für mich de facto schon tot. Und ich habe es im Buch ja aufgezeigt, 2000 Jahre Geldgeschichte. Geld kommt und geht. Das ist ein komplett normaler Vorgang. Wir hatten schon hunderte Währungen und die kommen und gehen und die breite Masse verliert dann aber und endet in Altersarmut oder in Massenarmut. Und die Definition musst du halt geben, musst überlegen, der Euro hat eigentlich alle, oder die EZB hat alle Gesetze gebrochen, die sie sich selbst auferlegt hatte. Also die Maastrichter Kriterien wurden alle gebrochen, ohne irgendwelche Konsequenzen. Das heißt, man war völlig desperat. Es wäre so, wie wenn der FC Bayern München während der Champions League einfach während dem Spiel sagt, hey, kleine Spielregeländerung, wir dürfen die Hände verwenden, ihr aber nicht. Ja? Und das hat ja die EZB gemacht, aber auf unsere Kosten, weil uns wurde Kaufkraft genommen, uns wurde Lebenszeit gestohlen. Und damit versucht man halt den eigentlich präfinalen Patienten künftig noch ein bisschen am Leben zu erhalten, weil man einfach dieses Fiat-Scam-Modell am Leben erhalten möchte, weil davon viele profitieren. Und natürlich sieht keiner an dem Ast, auf dem er sitzt. Aber Problem ist, durch den Cantillon-Effekt profitieren immer weniger davon. Also dieses Geld versickert vor allem bei den Unternehmen und bei den Superreichen und diejenigen, die halt schon viel haben. Aber die breite Masse, die verliert Wohlstand und wird immer ärmer. Könnte man das mit Bitcoin lösen? Also was wäre jetzt so der neue Lösungsansatz diesbezüglich? Revolution? Ja, eine monetäre Revolution, das ist eine friedliche Revolution, weil Bitcoin ist eine Friedenstechnologie und das demokratischste Geld, was die Menschheit jemals geschaffen hat. Weil Bitcoin braucht keine Zentralbank, braucht keine Politik, weil Satoshi Nakamoto hat ja genau das erkannt. Nämlich, was ich auch in dem Kapitel 2000 Jahre Geldgeschichte versuche herauszuarbeiten, egal welche Gesellschaftsform es war, egal ob Demokratie, Monarchie, Diktatur oder was auch immer, es krankt immer am schwächsten Glied in der Kette und es ist der Mensch. Weil der Mensch ist emotional, er ist vielleicht korrupt oder ein Idiot oder dumm oder was auch immer. Und egal, welche Gesellschaftsform vorherrscht, irgendwann kommt eine dumme Entscheidung oder man möchte irgendwie einen Krieg auslösen oder hat Machtfantasien, er hat eine gewisse Hybris und dann fängt man an, das Geldsystem, auch wenn es fix war, also einen Goldstandard zum Beispiel auszuhebeln durch Münzverschlechterung oder durch andere Geschichten und siehe dann geht das ganze System den Bach runter. Und das hat Satoshi Nakamoto wohl auch erkannt im Rückspiegel der Geschichte und hat dann gesagt, okay, dann nehme ich aus meiner Geldgleichung einfach das schwächste Glied raus, den Menschen. Und deswegen hat Bitcoin keine Privatperson hinter sich, keine Zentralbank, keine Partei, keine Politik. Und das macht es ja so unangreifbar. Es ist ein dezentrales, demokratisches Friedensgeld, Energiegeld eigentlich auch. Und dahingehend sage ich, Bitcoin ist die Lösung. Vor allem ist es das einzige digitale Gut, was wir auch wirklich endlich benennen können. Wir wissen nicht, wie viel Papierscheinchen die EZB noch druckt. Wir wissen nicht, wie viel Gold noch in der Erdkruste schlummert. Aber bei Bitcoin wissen wir durch den Algorithmus, einfach bei 21 Millionen Einheiten ist im Jahr 2139 Ende Gelände. Game over. Da kann keiner was irgendwie daran ändern. Jetzt mal ein konkretes Anwendungsbeispiel. Wenn wir jetzt sagen, okay, nehmen wir jetzt einfach mal an, Fiat-Geld ist komplett gar nicht mehr existent. Jetzt hätten wir Bitcoin. Wie würdest du jetzt sagen, okay, wie könnte jetzt so ein internationales Geldsystem mit Bitcoin ausschauen, wenn wir haben Staaten, wir haben Politik, wir haben nach wie vor noch keine Trennung zwischen Staat und Geld. Also mal so ein konkretes Szenario. Wäre sowas realistisch? Also jetzt haben wir erstmal natürlich die Wahl von Donald Trump, der ja auch gesagt hat, er möchte eine strategische Bitcoin-Reserve aufbauen, was ich ja spannend finde. Und es wäre natürlich dann der Anlass dafür zu glauben, dass die USA auch weiterhin der Hegemon bleiben werden mit der Weltreservewährung. Also ich denke mal, wir werden da so einen Prozess sehen. Das ist natürlich alles jetzt Kaffeesatzleserei, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir sagen, es wird praktisch ein mit Bitcoin gedecktes, weiterhin ein anderes Geldsystem sein. Der Dollar wird halt total gedeckt sein mit Gold oder mit Bitcoin und so weiter. Aber wir werden auch sehen, das wird nicht das Ende der Lösung sein, sondern die Menschen werden sich freiwillig für Bitcoin entscheiden. Wir brauchen praktisch einen Wettbewerb, wie es die österreichische Schule auch gesagt hat, der unterschiedlichen Währungen oder viel besser noch des Geldes, weil der Euro ist ja nur eine Währung, aber Bitcoin ist ja tatsächlich Geld, genauso wie Gold. Und wenn der Mensch sich entscheidet für das wertvollste Geld, dann wird er irgendwann zu Bitcoin kommen und wird sagen, in diesem Geld möchte ich sparen und möchte ich vielleicht dann auch irgendwann ausgeben oder verwenden.
Und wir werden sehen, wohin die Reise geht. Also, ich meine, natürlich werden die Fiat-Jünger alles daran legen, dieses System am Leben zu erhalten, weil es natürlich einige wenige extrem reich macht und weil man damit natürlich auch Kriege finanzieren kann, hässliche Architektur, schlechte Lebensweise, Fiat-Food und so weiter. Aber die Bitcoin-Revolution, die kommt ja von unten wie eine Graswurzelrevolution. Ich meine, kurze Frage an dich, Steffi. Ich meine, hast du dich nie gefragt, wieso haben wir denn global, egal in welchem Land, egal ob Nordkorea, Diktatur oder Kuba, Kommunismus, wieso haben wir global überall ein Fiat-Geldsystem? Darüber hat niemand entschieden, da gab es keine Volksabstimmung. Es war einfach auf einmal wie Gottes gegeben. Und deswegen, ja, muss man sagen, 3 Sachen, die uns weltweit verbinden. Das ist, dass wir aus Fleisch und Blut sind, dass wir Empathie empfinden können und dass wir überall ein Fiat-Geldsystem haben. Und Bitcoin hat die unglaubliche Macht und das Potenzial, weltweit friedlich ein neues Geldsystem auszurollen, ohne dass wir irgendjemanden fragen müssen. Es ist ja schon entstanden parallel in der Subkultur eigentlich. Und das macht es ja so gigantisch und so powerful. Und deswegen bin ich auch so bullish, weil man muss keine Regierung um Rat fragen oder um Erlaubnis fragen. Und es wurde uns nicht von oben indoktriniert gesagt, hier, das ist jetzt euer neues Geldsystem, das ist ein Zwangsgeld, sondern nein, die Menschen haben sich dafür freiwillig entschieden. Und jetzt nach 15 Jahren muss man sagen, es ist nicht nur eine nerdy Idee, sondern es ist tatsächlich aus einem Experiment in die Realität übergekommen. Und die Menschen verwenden es immer mehr und sehen immer mehr die Vorteile. Ich meine, selbst die Wall Street hat jetzt gesagt, okay, das ist ein neues Asset, man muss Bitcoin besitzen. Und dahingehend bin ich sehr, sehr positiv gestimmt. Und ich glaube, die Menschen werden auch Wege und Möglichkeiten finden, dass Bitcoin ein Geld ist, das wir auch verwenden werden. Ob es dann praktisch nur unterlegt ist oder ob wir es tatsächlich dann auch ausgeben, sei mal dahingestellt, aber es wird was kommen. Ja, das ist genau der springende Punkt. Also wir hatten eben die Ursprünge durch Satoshi Nakamoto, dass wir Bitcoin als Geld einsetzen. Jetzt ist es aber so, dass wir eigentlich mehr das Thema haben, okay, es ist einfach interessant als Wertspeicher geworden, mehr Richtung Gold. Wenn ich jetzt mir überlege, welche Rolle soll der Staat spielen, wie sollen wir Bitcoin im Alltag ausgeben, wenn wir von so einem Geldsystem ausgehen würden? Also Teile hinterlegt und haben wir ja doch schon wieder eine Zentralisierung durch die Staaten. Ich sage mal, ich spreche mal von Koexistenz, weil ich glaube persönlich an die Digitalisierung von jeglichen Vermögenswerten, auch von Sachwerten übrigens. Im Übrigen, du bist auch, glaube ich, großer Fan, habe ich gelesen, was das angeht. Nicht nur das Immobilien zum Beispiel auch, Wälder und so weiter. Für mich so die Frage, welche Rolle spielt der Staat? Wie kann man den Zugang ebnen und wie kann man so etwas auch massentauglich machen? Mhm. Also ich glaube, der Staat sollte eine ganz geringe Rolle spielen. Der Staat ist uns sowieso zu übergriffig geworden und hat auch mit der hohen Staatsquote schon sozialistische, kommunistische Tendenzen und planwirtschaftliche Tendenzen. Und ich glaube, in den nächsten Jahren durch die Krisen, die wir jetzt erleben werden, durch diesen übergriffigen Staat, durch immer mehr Planwirtschaft und Sozialismus, werden die Menschen den Staat wieder zurückdrängen. Das habe ich auch übrigens im Buch beschrieben, den Demokratiezyklus, dass am Ende des Zyklus die Menschen satt sind, die sind saturiert. Und dann wollen sie eher in Urlaub gehen, als für die Demokratie oder die pluralistische Gesellschaft zu kämpfen und geben dann die Verantwortung an den Staat ab. Ich sage nur Mutti Merkel, ne? Die hat die Krisen schon gelöst. Ich will in Urlaub fliegen für 99 € mit Ryanair und nicht nur mal die Europa- und Griechenland-Krise lösen. Und die Krisen wurden nicht gelöst, sie wurden lediglich mit Geld überdeckt, in die Zukunft verschoben, wo sie sich weiterhin wie ein Krebsgeschwür weiter exponentiell aufgebuchert haben und sind immer größer geworden. Aber der Mensch war einfach sehr bequem geworden, ne? Der wollte in Ruhe Latte Macchiato trinken und hat die Verantwortung abgegeben. Und der Staat, weltweit, global, hat Gefallen daran gefunden, diese Machtfülle zu haben und alles zu entscheiden. Also weg vom Nachtwächterstaat hin eigentlich zu einem dystopischen Überwachungsstaat, der alles regelt und alles macht. Also Planwirtschaft 2.0, DDR 2.0. Aber wir alle wissen, Planwirtschaft hat noch nie funktioniert. Aber man hat es versucht und es wurde den Leuten, den Politikern auf einem Tablett gereicht. Und der Höhepunkt war meiner Ansicht nach natürlich die Corona-Krise, wo wir dann tatsächlich auch eingesperrt worden sind, wo dann uns Grundrechte genommen worden sind, aus, wie wir jetzt wissen, nicht gerechtfertigten Gründen. Unabhängig davon müssen wir jetzt halt wieder den Staat zurecht stutzen und ihm seine Schranken verweisen. Und es wird kommen, meiner Ansicht nach, weil das Pendel jetzt wieder umschwenkt, weil die Menschen merken, ups, jetzt ist der Staat sehr übergriffig geworden, er will immer mehr Steuern haben, er ist ein schlechter Unternehmer, er kann mit Geld nicht umgehen, er baut eine Krise nach der anderen, die sind unfähig und inkompetent. Und deswegen wird der Bürger wieder mehr mündiger Bürger werden, als auch mündiger Investor und wird den Staat wieder in seine Schranken weisen. Und das ist genau die richtige Entscheidung. Und ich glaube auch, dass dieser Wandel des neuen Geldsystems von unten, von den Menschen kommen wird, so wie 1989 die Revolution in der DDR in Leipzig. Von Wie oben kann wird es friedlich passieren, Marc? Ja, Weil ganz wir einfach. wollen jetzt ja keinen Aufstand anzetteln Nein, oder so. nein, Also wie kann ganz so und eine gar nicht. Revolution friedlich Du passieren, frage ich kannst, mich immer.
Genau, ja, es Ne? wird eine friedliche Revolution. Das ist so, deswegen heißt es ja auch die größte Revolution aller Zeiten, weil wir natürlich das Geldsystem global ausrollen können, ohne dass wir nach Erlaubnis fragen, weil wir einfach sagen, wir machen den Exit aus dem Fiat-Betrugssystem und sparen und investieren und lagern unsere gespeicherte Lebenszeit nicht mehr in Aktien, Riester, Rürup, sondern in Bitcoin. Also wir können selbst entscheiden, ohne dass wir jemanden um Erlaubnis fragen. Und wir geben Fiat-Geld ab und sparen in Bitcoin zum Beispiel und lagern das Geld in Bitcoin und können es auch überall hin mitnehmen. Es ist ja hochportabel. Also dahingehend musst du ja niemanden um Erlaubnis fragen. Und wenn es einfach viele Menschen machen würden, dann wird der Druck einfach immens hoch. Das heißt, eine friedliche Revolution, ohne dass wir jetzt irgendwie auf die Barrikaden gehen müssen. Aber nochmal, ich habe es im Buch ja aufgezeigt, jedes Geldsystem endet immer entweder mit Massenarbeitslosigkeit, Massenarmut, Hyperinflation, Revolution oder Krieg. Und das sind die Alternativen dazu. Und dann sage ich, dann möchte ich lieber eine friedliche Revolution und das System von unten verändern mit einem besseren Geldsystem. Nicht umsonst heißt natürlich im Bitcoin-Space, fix the money, fix the world, weil Geld regiert die Welt. Und das Geldsystem, das falsch gestrickte Geldsystem ist der Brandherd für eigentlich alles, für alle Probleme, die wir um uns herum haben. Wie würdest du jetzt, ich habe ein anderes Bild von dir mitgebracht, konkret, was wären jetzt die ersten nächsten Schritte in Anbetracht der Krise? Stichwort Thema Vermögensaufbau ist das eine, was ich mich frage, und Vermögenssicherung, weil man sieht das jetzt hier in dem Bild auch noch mal von dir. Es gibt, du bist, glaube ich, auch Teil der Solid-Gruppe im Grunde, wo es um den Fonds geht, nicht mehr? Nee, gar nicht. Nein, ich bin völlig unabhängig davon. Ich habe Deutschlands ersten Sachwertfonds angedacht und initiiert, aber weder bin ich beteiligt, noch habe ich da irgendwie das Management oder so, das ist ein großes Missverständnis. Ich habe nur die Idee gehabt, in einem Buch unter anderem, und die haben es aufgenommen. Okay, weil im Grunde dann nehme ich eigentlich Bezug einfach zu der Thematik Sachwerte. Es geht für Ja. mich einfach die Frage, alles, was begrenzt ist, was gut ist, was eben nicht gedruckt werden kann. Jetzt sind wir wieder bei dem Papiergeld, Fiatgeld. Wie können wir die Krise überstehen, wo wir eigentlich jeden Tag mit Papiergeld handeln müssen? Wie kann man jetzt Vermögen aufbauen und wie kann man Vermögen sichern? Also für mich geht es auch als Privatanleger um den langfristigen Anlagehorizont, aber auch, wie kann ich im Alltag davon ein schönes Leben haben? Mhm. Ja, also wir sind jetzt gerade wirklich in einer historischen Zeitenwende. Ich glaube, wir spüren es alle und es gilt nicht nur im politischen oder im Weltgeschehen, sondern tatsächlich auch in der Investmentwelt. Und da muss man neue Wege beschreiten. Also das, was die letzten 30, 40 Jahre gut funktioniert hat, wie Immobilien, Riester, Rürup, wobei das hat nie gut funktioniert, aber Lebensversicherung, Bausparverträge et cetera, Anleihen ist vorbei. Also wir haben jetzt das Ende des 40-jährigen Anleihen-Bullenmarktes gesehen. Wir sehen Also jetzt, hier dass es verkaufen. ja, auf jeden Fall. Wir sehen das 60-40-Portfolio, also 60% Aktien, 40% Anleihen, funktioniert nicht mehr. Es ist vorbei, ist Game Over. Die Anleihen werden den Leuten um die Ohren fliegen und wir werden noch mehrere Probleme bei den Instituten sehen, die halt in Lebensversicherungen investiert sein müssen. Unter anderem Lebensversicherungen. Das heißt, jeder, der draußen eine Lebensversicherung hat automatisch 80% in Anleihen und wird dementsprechend eine andere Performance erleben. Und du musst halt jetzt in dieser neuen Zeitrechnung, in einer inflationären Welt, musst du in Güter investieren, in Sachen investieren, die entweder durch die Natur limitiert sind, wie Gold, Wald, Land, Aktien, oder eben in limitierte Werte durch die Mathematik wie Bitcoin. Und die werden meiner Ansicht nach alles outperformen. Und aus dem Grund würde ich jetzt investieren, ich habe es im Friedrich-Report in meinem Investmentbrief ja ganz klar dargestellt, in fossile Energieträger, also Kohle, Gas, Öl zum Beispiel, alles, was die Grünen hassen, um es mal ganz lapidar zu sagen. Uran, Atomkraft wird eine riesen Renaissance erleben, war in meinem vorletzten Buch ein ganzes Kapitel, hat sich hervorragend entwickelt. Bitcoin natürlich als digitales Gold, als das rarste Gut, was die Menschheit jemals gesehen hat. Und dann wirst du natürlich eine Outperformance erleben, weil die alte Investmentwelt, die funktioniert nicht mehr. Du musst jetzt in limitierte Werte investieren. Und da bieten sich natürlich die Sachen an, die die Menschheit seit jeher kennt. Ich meine, es gibt einen Grund, warum Gold auf einem Allzeithoch ist oder Bitcoin auf einem Allzeithoch ist. Und es bedeutet ja nur im Umkehrschluss, dass der Euro auf einem Allzeittief ist. Also alle Papierwährungen entwerten sich rasant immer am Ende des Zyklus. Und deswegen muss man jetzt Zwischenspeicher finden. Das heißt jetzt konkret, wie würdest du sagen, wenn ich jetzt sage, ich möchte mein Vermögen aufbauen, 100% Bitcoin, gar kein Cash mehr auf dem Sparbuch. Was sind so Beispiele, Empfehlungen für uns an die Gerne. Leute da draußen? Genau, also ich habe es im Buch auch so ein Praxisportfolio, so ein praktisches Portfolio aufgezeigt, wie ich es machen würde, Pi mal Daumen.
Und da würde ich tatsächlich sagen, 30% in Bitcoin, also nur Bitcoin, dann 30% in Gold, 10% in Silber und den Rest tatsächlich in Aktien. Und welche? Beispielsweise auch wieder breit streuen? Nee, also nicht MSCI und solche Sachen, sondern die ich ja auch immer wieder empfohlen habe im Buch oder auch im Friedrich-Report. Also zum Beispiel Rohstoffe werden eine unglaubliche Renaissance erleben, also Minenaktien, Kupfer, weil für die Digitalisierung, für die Blockchain, für erneuerbare Energien brauchst du unglaublich viele Grundstoffe, Rohstoffe von Nickel, Kupfer, Sand, all das. Dann natürlich auch fossile Energieträger, wie schon erwähnt, Kohle, Öl, Gas. Wir werden niemals bis 2045 klimaneutral werden. Ganz im Gegenteil, wir brauchen noch mehr von diesen fossilen Energieträgern, weil der Datenhunger natürlich auch dann dementsprechend Energiehunger auslösen wird. Und wir sehen ja auch, dass dann schon nicht nur Länder jetzt in Atomkraft zum Beispiel investieren, sondern sogar schon Unternehmen wie Google, Microsoft und Amazon, weil die halt für die KI natürlich auch unglaubliche Datenmengen Energie brauchen. Und was machen die natürlich, wenn sie CO2-neutral Energie erzeugen möchten, hocheffizient erzeugen möchten? Ja, die bauen Atomkraftwerke. Und deswegen würde ich Uranaktien kaufen. Und deswegen würde ich investieren in Bitcoin, Bitcoin-Miner, also gibt es auch Mining-Aktien im Bitcoin-Bereich, bin ich ein großer Fan davon, haben eine große Outperformance gemacht. MicroStrategy, aber auch dann die ganzen Gold-, Silberminen, Kupferminen, Uran-ETFs etc. pp. Für mich als nächstes die Frage, wie würdest du den Anlagehorizont für solche Themen nehmen? Weil wir haben jetzt zum Beispiel mit Gold etwas, was du jetzt nicht kaufst heute und ein Jahr später wieder verkaufst, um Gewinne mitzunehmen. Das Gleiche gilt auch für Aktien, wo du sagst, okay, eigentlich macht es Sinn, gewisse Blasen, gewisse Über- und Unterbewertungszyklen abzuwarten und dann zu investieren. Wie ist es jetzt in Bezug auf das Portfolio, was du empfiehlst? Ja, also der Anlagehorizont momentan ist schon die nächsten 5 bis 10 Jahre, weil so lange, glaube ich, wird dieser Paradigmenwechsel noch vollzogen werden, wird noch sehr volatil sein, bis wir ein neues Geldsystem sehen oder bis dann dieses jetzige System am Ende ist. Und deswegen 5 bis 10 Jahre mindestens. Also ich glaube, Gold wird nächstes Jahr die $3.000 sehen und in den nächsten 5 bis 10 Jahren 5.000 bis 10.000 Dollar. Bitcoin wird sechsstellig werden, wenn nicht sogar siebenstellig in Fiat-Terms. Und ja, Gold, Öl und so weiter sehe ich weit über $150 in den nächsten Jahren. Aber natürlich auch, es bleibt mit Korrekturen, es bleibt volatil. Also es wird auch eine Korrekturphase geben, sobald wir in den USA eine Rezession sehen. Eine Stagflation erwarte ich auch. In einer Stagflation, das heißt praktisch niedriges Wirtschaftswachstum, hohe Inflation. Und in der Stagflation musst du eigentlich Commodities, also Rohstoffe besitzen, Öl besitzen und Gold besitzen. Und ich denke auch tatsächlich Bitcoin, die werden alles outperformen. Diese Zeitphasen, das sind so Zyklen, die dauern 3, 7 Jahre ungefähr. Und dann, denke ich mal, bist du auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Und wenn ich mir auch die ganzen Indikatoren anschaue, also zum Beispiel Gold-Dow-Ratio, ist das Gold immer noch relativ günstig, weil das Aktienmarkt ja auch stark gestiegen ist. Ne? Wenn ich mir das Bitcoin-Gold-Ratio anschaue oder auch andere Ratios, sage ich immer noch, das ist noch ganz, ganz am Anfang. Rohstoffe, also S&P 500 zu Commodities, Allzeit-Tief. Keiner hat mehr in Öl, Gas und Kohle investiert wegen ESG und die Unternehmen sind dermaßen günstig bewertet mit einstelligen KGVs, aber mit zweistelligen Dividenden. Also das ist eigentlich ein No-Brainer. Da muss man nicht irgendwie Warren Buffett sein, um zu wissen, das ist eine Chance. Und deswegen investiert ja Warren Buffett auch unter anderem in Ölaktien. Ne? Wo siehst du auf der anderen Seite, wo du sagst, das ist absolut überbewertet? Wo gibt es deiner Meinung nach Blasen, wo man jetzt auch auf der anderen Seite aufpassen sollte, da jetzt zu diesem heutigen Zeitpunkt Geld reinzulegen? Ja gut, das sind eigentlich momentan die Large Caps, also vor allem die ganzen Technologie-Aktien, die sind schon sehr ambitioniert bewertet. Large Caps sind die großen Unternehmen, aber ansonsten Emerging Markets sind extrem günstig, Rohstoffe sind extrem günstig, aber gerade ja, KI und Apple und Amazon sind mit Vorsicht zu genießen, Nvidia natürlich, ne? Also da ist schon die Luft relativ dünn geworden, aber durch die Liquidität, die jetzt durch die Zinssenkung wieder reinkommt, können die natürlich trotzdem weiter steigen. Ne? Also es ist nicht irgendwie garantiert, dass sie jetzt morgen gleich kollabieren, aber es wird eine Korrektur geben, auch auf dem breiten Markt. Aber dahingehend, also kann man auf jeden Fall noch investieren. Bitcoin finde ich immer noch günstig, Gold finde ich noch günstig und ja, Immobilien finde ich jetzt nicht mehr erstrebenswert in Deutschland. Ja, solche Sachen. Oldtimer sind uninteressant, Kunst. Was mit Altcoins eigentlich bei dir? Meine Frage, Interesse halber. Die sind alle überbewertet. Komplett. Also du sagst absolute Altcoin-Blase? Ja, nee, noch nicht. Das wird noch weitergehen.
Aber generell bin ich bin halt ein Fan von Bitcoin, und Altcoins sind zumeist entweder Scams oder halt, es sind halt alles zentralistische Coins, hinter denen ja genau das steht, was ja Bitcoin eigentlich sozusagen als Philosophie sich verschrieben hat, nämlich da stehen dann Stiftungen, Firmen, Privatpersonen dahinter, und ich bin jetzt glaube ich, im 3. Altcoin-Zyklus, und die ganzen Dino-Coins gibt es zu 99% gar nicht mehr, sind verschwunden, wurden gescammt, waren Exit-Scam, sind auf Null gefallen. Deswegen, wer wirklich seriös langfristig investieren möchte, kauft Bitcoin. Alles andere ist Casino. Ich bin da niemand, der jetzt dogmatisch ist und sagt, hey, alles Shitcoins. Ja, kann jeder machen, wie er will. Auch ich habe noch irgendwo wahrscheinlich Ethereum rumliegen und Verge und was weiß ich und Cardano. Aber wer wirklich investieren möchte, seriös, sollte Bitcoin machen. Ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum es einen Bitcoin-ETF gibt und kein Chainlink-ETF. Das heißt zum Beispiel Vermögensaufbau auch mit Altcoins oder auch mit anderen Aktien drin, aber Vermögenssicherung über einen langen Horizont, das dann wirklich BTC, Gold etc. Weil ich finde es immer so schwierig, weil man möchte auf der einen Seite Vermögen aufbauen, auf der anderen Seite möchte man sein Vermögen auch sichern, und zwar dann natürlich auch bis zur Altersvorsorge hinweg. Ich finde es einfach schwierig, so eine Schnittmenge zu finden. Altcoins ist ein Gamble. Also wenn du sagst, okay, 1% spekulativ mit dem Wissen, es kann komplett auf Null fallen, kannst du machen und so. Aber es reicht ja schon, wenn du Bitcoin hast. Damit hast du eigentlich schon genug Möglichkeiten, dein Vermögen aufzubauen. Ich habe es ja in der Kundenberatung, in der Honorarberatung gesehen, dass viele Menschen finanzielle Unabhängigkeit erreicht haben, Millionäre, Milliardäre geworden sind, weil die frühzeitig das halt erkannt haben, was es ist, und dementsprechend investiert haben. Das heißt, das sind wirklich life-changing Profits. Und dann musst du nie wieder arbeiten, wenn du nicht mehr möchtest. Also dahingehend kann man das machen. Wie gesagt, Altcoins sind mit Vorsicht zu genießen, muss ich nur noch mal unterstreichen, weil, wie gesagt, ich will niemanden da reintreiben. Bitcoin ist schon spannend genug, ja. Und Rohstoffaktien sind meiner Ansicht nach garantierte 10, 20, 30, 30-facher. Also da bin ich davon einfach überzeugt, weil die so dermaßen günstig sind und wir halt in einer deglobalisierten Welt leben, wo Rohstoffe immer gefragter werden und wir immer davon brauchen, dass wir da auf jeden Fall momentan ein großes Delta sehen zwischen Angebot und Nachfrage und der Preisentwicklung. Aber wie gesagt, zur Vermögenssicherung gehört natürlich dazu, dass man dann in Werte investiert, die halt nicht wertlos werden können, die da kein Drittparteienrisiko haben, und das ist interessanterweise natürlich auch wieder Bitcoin, aber natürlich zum Beispiel Gold, ne? Es gibt einen Grund, warum die Notenbanken momentan so viel Gold kaufen wie noch nie, weil sie halt wissen, es ist ein Lender of Last Resort. Ich muss mich nicht absichern, da steht keine andere Firma dahinter. Ich habe das Gold, basta, und da ist kein Drittparteienrisiko, Ausfallwahrscheinlichkeit 0. Letzte Frage. Notenbanken, wenn wir bei dem Thema sind, die kaufen nicht nur Gold, Marc, sondern die basteln ja auch gerade am digitalen Zentralbankengeld, Stichwort CBDCs. Ist Bitcoin, es gibt so diese Theorie, einfach nur die Vorbereitung, dass wir nicht natürlich die größte Revolution aller Zeiten erleben im Geldsystem, aber einfach auch die Vorbereitung auf digitale Währungen grundsätzlich als neue Revolution. Wie siehst du das Thema? Gibt es da für dich, ja, für uns die Frage, so wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ja, die Notenbanken arbeiten mit Hochdruck an ihren digitalen Währungen, weil sie natürlich merken, dass die Menschen das Vertrauen ins jetzige Geldsystem verlieren und da ausscheren. Und um das zu verhindern, um auch die komplette Kontrolle zu behalten, als auch natürlich Zinsen zu implementieren, Strafzölle und wieder auch andere dystopische Fantasien der Überwachung zu implementieren, werden sie dieses Fiat-Geldsystem aufs nächste Level hieven, nämlich in die digitale Welt. Und dann hätten sie die komplette Kontrolle über die Zahlungsströme, ne? Dann könnten sie in Realtime ganz klar sehen, wer zahlt für was, und könnten auch sagen, okay, das ist nicht CO2-neutral, klimafreundlich, nicht ukrainefreundlich etc. Und dann könnte man es dementsprechend auch ja, mit einem Verfallsdatum versehen oder natürlich auch zensieren etc. Und das ist natürlich genau die Gefahr, die ich sehe. Da habe ich auch ein ganzes Kapitel geschrieben, das hieß die digitale Diktatur. Weil, sagen wir mal, selbst wenn jetzt die EZB tatsächlich uns freundlich gestimmt wäre und wohlgesonnen wäre, wenn es dann doch irgendwann mal einen Regime-Change geben würde, könnte man halt dieses mächtige Instrument sofort gegen die Menschen anwenden. Und davor warne ich einfach, weil Gelegenheit macht leider Diebe, und dann würde diese Möglichkeit auch ausgenutzt werden. Und das wäre dann der absolute Albtraum, ganz nach George Orwells 1984. Ich kann nur empfehlen, jedem dieses Buch nochmal zu lesen oder anzuhören, weil man so viele Parallelen jetzt auch erlebt momentan mit diesem Überwachungsstaat und dieser Gesinnungspolizei. Also das ist schon frappierende Ähnlichkeiten und ja, zur aktuellen Lage teilweise, muss ich schon sagen. Aber anyhow, genau, die arbeiten mit Hochdruck dran. Ich glaube, sie werden scheitern, und ich glaube,
Bitcoin ist nicht irgendwie jetzt als Vorhut geplant worden von der NSA oder von der CIA, um uns irgendwie darauf vorzubereiten, weil dafür war es zu Nische, war es nicht richtig gut ausgerollt, hatte am Anfang auch ein paar Flaws und ein paar Glitches. Und die haben am Anfang das System ja erstmal ignoriert, dann haben sie es belächelt, jetzt haben sie es versucht zu bekämpfen, jetzt umarmen sie es, indem halt die Wall Street jetzt das Ganze umarmt hat. Und das ist schon ein Artenschlag gewesen. Deswegen, es gibt eine Gefahr, dass natürlich die Wall Street da die Hoheit irgendwann hat, weil sie alle Bitcoin sozusagen aufsaugt wie so ein gieriger Staubsauger. Aber ich glaube, Bitcoin ist so fragmentiert jetzt nach 15 Jahren, dass die Chancen doch relativ gering sind. Aber hey, nichts ist unmöglich. Deswegen würde ich auch nie alles auf eine Karte setzen. Würde nicht sagen, geh all in Bitcoin, sondern immer diversifizieren. Wer streut, rutscht nicht aus, sage ich immer so schön. Und das heißt, bei mir in der Honorarberatung bauen wir ja maßgeschneiderte Strategien zur Vermögenssicherung. Und da hat man unterschiedliche Vermögensstandbeine. Falls mal eins wegbricht, hat man immer noch 3, 4, 5, 6 Stück. Und jeder weiß, wenn man nur auf einem Bein steht, ist es deutlich instabiler, als wenn man halt noch auf 5 Beinen steht. Ja, und vielleicht so kann man es zusammenfassen, eben nicht nur alles im Cash auf dem Bankkonto haben, sondern auch zu splitten und zwar auch in Währungen, auch in dezentrale Assets, in Sachwerte, in Themen, die einfach nicht getrieben von Zeit, von Politik und vom Geldsystem sind. Ja, Gut. danke dir, Marc. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Habe mich sehr gefreut. Ja, danke. Ich danke dir für die tollen Fragen und ich hoffe natürlich, dass es ein großer Mehrwert war für die Zuschauer. Bin ich mal auf die Kommentare gespannt. Und ja, gerne wieder. Genau, wenn ihr Fragen habt an Marc und an mich, schreibt gerne eure Gedanken unter das Video drunter. Ansonsten war es soweit von uns. Bleibt bis dahin, ich von Krypto fasziniert. Und ja, macht's gut.